Wenn du international ein Bankkonto eröffnen oder betreiben willst, dann ist es extrem wichtig, dass du im richtigen Land wohnst. Wohnst du im falschen Land, kannst du kein Konto eröffnen, beziehungsweise das Konto wird dir später wieder zugemacht. Heute wollen wir uns ganz konkret hier mit einigen Fällen beschäftigen, was das konkret im Alltag für dich bedeutet, wenn du ins Ausland umziehen willst. Vor kurzem hatten wir ein Video veröffentlicht, wo wir eine Anfrage von Frank beantwortet haben. Frank wohnt in Lateinamerika. Sein Konto bei einer Bank in Singapur wurde gesperrt, weil er nicht die richtigen Nachweise aus seinem Wohnsitzland herbeischaffen kann. Dinge wie zum Beispiel einen richtigen Adressnachweis oder auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Die Bank in Singapur hat darauf bestanden. Ich hatte Frank dann geraten, sich irgendwo einen Wohnsitz einzurichten, wo er genau diese Dinge nachweisen kann, Steuernummer, Adressnachweis und so weiter und so fort, um diese dann der Bank in Singapur vorzulegen. Viele von euch haben dann hier gute Vorschläge in den Kommentaren gepostet. Darauf wollte ich jetzt noch einmal eingehen, denn es ist vielfach eben nicht so einfach, wie man denkt. Zunächst mal sollte man beachten, dass der Wohnsitz nicht in einem Land sein sollte, was auf der schwarzen Liste der EU oder der FATF steht. Die EU hat eine schwarze Liste, wo Steueroasen angeprangert werden. Die FATF, also die Financial Action Task Force, hat eine schwarze Liste, auf welcher Länder geführt werden, die in puncto Geldwäschereibekämpfung, Terrorismusbekämpfung nicht effizient genug sind. Ich will diese Listen nochmal hier ganz kurz aufrufen. Zunächst hier die Listen der EU. Es gibt eine graue Liste, eine schwarze Liste. Wie gesagt, hier geht es um Steuern. Also hier sollen Steueroasen angeprangert werden, die keinen funktionierenden Informationsaustausch mit der EU haben. Hier ist die schwarze Liste. American Samoa, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panama, Russland, Samoa, Trinidad und Tobago, US Virgin Islands und Vanuatu. So, die graue Liste ist dann hier weiter unten. Das sind Länder, die sind zwar nicht auf der schwarzen Liste, müssen aber noch ein paar Dinge hier nachholen. Antigua und Barbuda, Belize, British Virgin Islands, Costa Rica, Curaçao, Eswatini, Seychellen, Türkei und Vietnam. Früher waren diese Länder auf der Liste, sind jetzt aber nicht mehr darauf. Soweit die EU-Liste. Hier sind also die entscheidenden Länder, jene, die hier ganz oben stehen, die ich zuerst genannt habe. Kommen wir zur Liste der FATF, der Financial Action Task Force, eine Institution, die von der OECD ins Leben gerufen wurde. Auf der schwarzen Liste stehen Nordkorea, Iran und Myanmar. Auf der grauen Liste stehen alle möglichen Länder: Algerien, Angola, Bulgarien, Burkina Faso, Kamerun, Elfenbeinküste, Kroatien, Kongo, Haiti, Kenia, Libanon, Mali, Monaco, Mosambik, Namibia, Nigeria, Philippinen, Südafrika, Südsudan, Syrien, Tansania, Venezuela, Vietnam, Jemen. Soweit die schwarze Liste. Viele von euch können sich jetzt nicht vorstellen praktisch, wie das eigentlich praktisch so abläuft. Deswegen werden wir das jetzt gleich mal hier auf der Webseite einer Bank verifizieren. Banken, die wir ja vielfach Mandanten empfehlen, sind die großen englischen Banken, die ja ihre internationalen Niederlassungen entweder auf der Isle of Man oder auf den Kanalinseln haben. HSBC, Barclays und Lloyds. Das sind Banken, die man jedem empfehlen kann. Die Anforderungen dort sind nicht sehr hoch, um dort Konten zu eröffnen. Man kann das alles remote machen. Du bekommst US-Dollar-Konten, Euro-Konten, Pfund-Konten, entsprechende Karten. Überweisungen sind günstig, Kontoführungsgebühren sind günstig. Also das sind alles Dinge, die sprechen für diese Banken. Wir haben ja schon vielfach hier auf diesem Kanal über die 3 Banken gesprochen. Wenn du ein Konto suchst außerhalb der EU, auch um dich hier vor dem neuen EU-Bankkontenregister unsichtbar zu machen, sind diese Banken auf jeden Fall zu empfehlen. Genauso auch natürlich ein paar Schweizer Banken, wo es sehr einfach ist, ein Konto aufzumachen, zum Beispiel Postfinanz oder aber die Mikrobank. Also, jetzt habe ich mir gedacht, gehen wir doch mal einfach auf die Webseite der HSBC auf den Kanalinseln und schauen uns das mal an, wie das hier ist mit verschiedenen Ländern. Also, das Konto hier, von dem wir sprechen, heißt HSBC Expat Account. Hier ist die Webseite. So, wir wollen jetzt nicht groß über das Konto reden, sondern wir wollen jetzt im Grunde mal sehen,
mit welchem Wohnsitzland man hier ein Konto eröffnen kann. So, hier kann ich jetzt kurz meine Eligibility prüfen. Hier kannst du jetzt dein Wohnsitzland auswählen. Also unter der Annahme, dass du jetzt momentan in Deutschland wohnst, da wird keine Fehlermeldung angezeigt. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Also kannst du hier jetzt weitermachen. Ja? Könntest du zur Kontoeröffnung schreiten. Probieren wir mal irgendwas anderes in der EU aus, nur um jetzt hier einen Punkt zu machen. Cyprus, Republic of, also Südzypern hier ebenfalls kein Problem. Du kannst ein Konto eröffnen. Nehmen wir mal irgendwas Exotisches. Nehmen wir mal Dubai, also United Arab Emirates. Auch hier, ich kann in Dubai wohnen, problemlos hier ein Konto eröffnen. So, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Paraguay. Paraguay, haben wir ja gerade eben gelesen, ist nicht auf einer der schwarzen Listen oder auch grauen Listen enthalten. Ja, erinnere dich an die Listen, die wir gerade durchgegangen sind, EU und FATF. Paraguay ist nicht drin enthalten, aber diese Bank hier, HSBC, würde dich nicht nehmen, wenn du in Paraguay wohnst. Tja, hat das wohl damit zu tun, dass generell Länder in Südamerika abgelehnt werden? Jetzt probieren wir was anderes aus. Probieren wir mal aus Costa Rica zum Beispiel. Costa Rica das gleiche, funktioniert leider auch nicht. Nehmen wir mal Uruguay. So, Uruguay funktioniert. Du siehst, die Fehlermeldung hier wird nicht mehr angezeigt. So, jetzt nehme ich mal zum Beispiel Tansania. Wir erinnern uns, Tansania war auf der grauen Liste, aber nicht auf der schwarzen Liste. Tansania, warum nehme ich das? Zanzibar ist in Tansania. Wir organisieren ja da selbst Reisen hin. Wenn du also in Tansania wohnst, könntest du ein Konto eröffnen hier bei einer ausländischen Bank, wie zum Beispiel HSBC. Das Gleiche funktioniert leider nicht. Ja. Nehmen wir mal irgendein weiteres Land, noch als letztes zum Beispiel Thailand. Thailand geht jetzt zum Beispiel wieder. Ja. Also, warum zeige ich dir das? Du musst dir vor deiner Auswanderung sehr genau Gedanken machen, wohin du ziehst, beziehungsweise ob du parallel zu deinem zukünftigen Wohnsitzland noch irgendwo einen zweiten Wohnsitz nur für die Banken einrichtest. Das ist natürlich extrem wichtig, weil ansonsten wirst du ausgeschlossen werden vom Banking-System. Oder aber du musst eine Bank finden, die funktioniert mit deinem neuen Wohnsitzland. Ja? Länder, die hier auf der schwarzen Liste geführt werden, sind extrem schwierig. Ja? Also wir kennen eine einzige Bank in der Schweiz, die dir ein Konto eröffnet, wenn du in Panama wohnst zum Beispiel. Das sind jetzt Informationen, die du dann in der Beratung von uns kriegst oder wenn du zu unserem Seminar kommst. Jetzt ist ja wieder hier ein Seminar von uns in Zürich Ende November, wo wir genau über diese Themen sprechen. Eins der 7 Tools an unserem Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B ist die ausländische Kontoeröffnung und zwar ausländisch außerhalb der EU. Da muss man also einigen Research machen. Also das heißt, das richtige Land und die richtige Bank wählen. Ja, Mandanten, die haben mehrere Wohnsitze. Also gerade Mandanten, die zum Beispiel in Nordzypern wohnen, finden es extrem schwierig, irgendwo Konten zu eröffnen. Vielfach haben dann diese Mandanten noch einen zweiten Wohnsitz in der Türkei zum Beispiel oder auch Dubai oder sowas und verwenden dann diesen Wohnsitz hier gegenüber den Banken. Aber du musst wirklich hier dich sehr intensiv im Vorfeld mit diesem Problem befassen. Ich persönlich eröffne Bankkonten für Mandanten seit 2006 im Ausland in vielen Ländern und nicht hier einfach nur von wegen jetzt hier den Kontakt vermittelt, den Mandanten dann zur Bank schicken. Ich meine wirklich eröffnen, die Formulare ausfüllen und so weiter, hier bis zum letzten Detail ein solches Konto bereitstellen und dann auch natürlich betreiben. Ja, das ist das, was wir hier für Mandanten erreichen seit 2006. Also das heißt, ich spreche da mit einiger Erfahrung. Ja. Und wenn überhaupt, wird es immer schwieriger und nicht einfacher. Ja. Das war schon immer ein wichtiges Thema. Viele unterschätzen das, gerade auch, weil es viele Internetvideos gibt, wo gesagt wird, naja, komm einfach hierhin, komm nach Dubai, da kriegst du ein Konto von jedem, die sind komplett schmerzfrei, die interessieren sich für nichts, da kannst du Geld bringen, keiner fragt. Das ist alles Blödsinn. Wird alles von Personen gesagt, die nicht wirklich hier Erfahrung haben. Oder aber sie sprechen möglicherweise von Banken, wo du eben sehr hohe Beträge deponieren musst. Das ist ganz klar. Also wenn du natürlich hohe Beträge, einige 100.000 oder so oder noch mehr, irgendwo bei einer Bank hinterlegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir ein Konto eröffnen, natürlich relativ hoch, auch wenn du jetzt in ungewünschten Ländern lebst, wobei auch hier schwarze Liste Länder natürlich sehr schwierig sind.
So, also das war jetzt die HSBC. Wie gesagt, eine Bank außerhalb der EU. Wie gesagt, wir haben gesehen, etliche Länder, die wir hier getestet haben, stehen nicht auf der schwarzen Liste, weder der EU noch der FATF. Trotzdem kannst du hier kein Konto eröffnen. Und wie gesagt, bei den anderen Banken auf den Kanalinseln oder auf der Isle of Man wird es genauso sein. Dort wird es ebenso nicht gehen. Ich habe gedacht, wir schauen noch mal eine andere Bank an. Diesmal eine Online-Bank in der EU, die heißt Satchel. Satchel ist eigentlich auch ziemlich gut. Die eröffnen Konten auch hier unter exotischen Bedingungen. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten wohnst und du hast eine US-LLC, dann wird Satchel dir ein Eurokonto hier für die LLC eröffnen, was wichtig ist, denn vielfach hat man nur Wise, wenn man ein Eurokonto braucht für eine LLC. Also Satchel funktioniert und die machen natürlich auch persönliche Bankkonten. Jetzt gehen wir mal auf deren Liste. So, die Liste hier sind die Länder, die blacklisted sind. Ja, da kannst du schon mal sehen hier, große Teile Afrikas sind blacklisted. Das heißt, wenn du hier wohnst, kannst du kein Konto eröffnen. Südamerika eigentlich gar nicht so viel, Asien auch nicht sehr viel, natürlich hier Russland. Ja. So, ich hatte ja gerade eben bei HSBC zum Beispiel Costa Rica ausprobiert. So, Costa Rica ist hier nicht drin. Das heißt, du könntest hier bei dieser Bank in Costa Rica ein Konto eröffnen, wenn du dort wohnst. Paraguay ist ja auch nicht drin. Das heißt, wenn du in Paraguay wohnst, kannst du hier ein Konto eröffnen. Tansania ist auch hier drin. Das heißt, Tansania würde wiederum nicht funktionieren. Uruguay ist hier nicht drin. Venezuela hatte ich schon erwähnt. So, also leicht ein anderes Risikoprofil. Warum zeige ich dir das? Ich zeige dir das deswegen, weil jede Bank hat neben den offiziellen schwarzen Listen, die sie verwendet, eben auch ihre eigenen internen Compliance-Listen, wo sie entsprechende Länder ausschließen. Warum werden Länder ausgeschlossen? Nun eben, weil es vielfach in diesen Ländern vielleicht Korruption gibt, weil man Angst vor Betrug hat und so weiter. Grundsätzlich afrikanische Länder waren schon immer schwierig, muss man sagen. Wenn du ins Ausland gehst, dann verlass dich nicht auf irgendwelche Videos und irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Beratern. Es gibt ja mittlerweile etliche Beratungsunternehmen, die hier helfen dabei, spezifisch Konten zu eröffnen. Ich wäre persönlich dort sehr vorsichtig. So, ich zeige dir jetzt mal einen Anbieter. Es ist nicht, dass ich dir den empfehle. Ich habe von diesem einfach schon gehört. Ja, aber nur, dass du weißt, von was ich spreche. So, der vermittelt Konten für Unternehmen als auch für natürliche Personen. Hier geht es jetzt um Firmenkonten. Und hier kannst du sehen, er vermittelt ein maltesisches Konto für 6.500 €. Ja. So, wenn das dann bei dieser Bank nicht klappt, nehme ich an, ist vermutlich diese Gebühr weg. Ja. Zypern 4.700 €, 4.850 €. Vielleicht hilft er dir, bei einer anderen Bank Konto zu öffnen. Ich weiß es nicht. Aber ich sage nur, da musst du sehr vorsichtig sein, ja, was die hier genau versprechen und was die genau können. Ja. Der hat ja auch noch andere Länder zur Auswahl. Nehmen wir zum Beispiel Deutschland. Wie gesagt, hier geht es um Firmenkonten. Nicht für Firmen in diesem Land zu eröffnen, sondern dort möglicherweise ein Konto zu bekommen. 5.400 € hier für ein Konto bei einer deutschen Bank. Und du weißt nicht, was das ist. Das könnte irgendein Online-Startup sein. Das könnte jetzt irgendwie hier sein N24 oder sowas. Ja. Und dafür wird dann dieser Preis aufgerufen. Also ich sage nur, das sind Beispiele. Verlass dich hier nicht auf solche Berater. Stell deinen eigenen Research an. Kontaktiere möglicherweise einen lokalen Steuerberater oder Rechtsanwalt oder ruf einfach die Bank an oder schick dir eine E-Mail. Ja. Das kann auf keinen Fall schaden. Aber rechne damit, dass es kompliziert ist und dass es Schwierigkeiten gibt. Ja, mach es auf jeden Fall, bevor du umziehst, bevor du auswanderst. Das Schlimmste ist, wenn du nach der Auswanderung bei der Bank anrufst und sagst, by the way, ich bin jetzt umgezogen, ich wohne jetzt in Nordzypern. Ja, wir hatten solche Fälle, da wird sofort das Konto geschlossen. Und dann stehst du da möglicherweise ohne Konto. Ja, also mach dir dazu im Vorfeld Gedanken. Das ist das, was ich dir mitgeben will, das mal im Nachgang zu diesem Video über Frank. Frank muss sich jetzt überlegen, wo er seinen Wohnsitz einrichtet, beziehungsweise wie er seinen bestehenden Wohnsitz besser dokumentiert. Und Frank weiß eigentlich schon, dass die Bank ihn dann weiter als Kunden behalten würde. Während wenn du noch kein Konto hast, dann musst du natürlich erstmal überhaupt klären, ob dich die Bank will.
Soweit so gut. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswanderung, internationale Firmengründung, Plan B, weiteren Pass etc. beschäftigst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten dabei zu helfen, sich im Ausland steuerlich optimal aufzustellen, auszuwandern, neues Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Link zum Beratungsgespräch findest du hier in der Beschreibung zu diesem Video. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.